Gute und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir auf eine Pulle Wein mit Jonathan von IMI Winery aus Köln. Gute Jonathan oder Jonathan, wenn wir das jetzt auf Deutsch machen. Ja, Bisschen von beiden. Ein bisschen von beidem, ja. Wahrscheinlich ist das auch hier so. Vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. Wir sind hier in Köln-Ehrenfeld. Wir sind ja gerade ein bisschen durch die Straßen gelaufen. Sau cool hier. Aber man erwartet ja jetzt ja nicht in Köln eine Winery. So. Ja. Gib mal ein bisschen uns einen Hintergrund, wie du was ist dein Background, wo kommst du her? Also ich bin in den USA, so wie du als Ami in Köln-Ehrenfeld ein Winery angekommen bin. Also, und während du dann anfängst zu erzählen, mache ich schon den Wein, den du dir gewünscht hast, auf, damit wir ein bisschen was trinken. Aber schieß los. Von USA nach Köln ist ziemlich eine lange Geschichte, aber ich will jetzt nicht... Es gibt bestimmt auch eine Kurzversion. Komm, erzähl mal. I give the short version. Yeah, give a short version. Wir sind quasi Familie von der Pfalz und wir haben schon Wein gemacht für Multigenerationen, also bis zu 1600 irgendwas. Mein Vater hat in Geisenheim studiert, hat in den USA einen Job, ist ausgewandert und ich bin quasi in den USA in der Weinindustrie aufgewachsen. Zu Hause immer Pfälzisch gesprochen, also ich sage auch lieber daheim und aufpassen und solche Sachen. Und ich streng mich auch mit dem Hochdeutsch. Gut, ich habe auch wie mein Vater Weinbau studiert in Kalifornien, UC Davis. Und in dieser Zeit, wo ich studiert habe, habe ich das Glück gehabt, dass ich in San Francisco an einem Urban Winery Project mitgearbeitet habe. Alright, okay. Und das war so ein bisschen die Inspiration. Und to inspiration, drink. Spätlese. Ja, Spätlese. Was hat er sich in Kirche? I was going more for dry, but it's okay. This is really good. Das ist auch außergewöhnlich. Also. Aber die Weine stehen heute eigentlich so ein bisschen im Hintergrund. Wir wollen nur die Weine haben, dass wir so ein bisschen was zum Trinken und zum Quatschen haben. Aber letztendlich wollen wir ein bisschen mehr so über dich erfahren. Und okay, das heißt, Vater, Kalifornien. Also so bin ich in die USA gekommen. Zum Thema Wein gekommen. Und nachher in die Weinindustrie quasi aufgewachsen. Ja. Und wie ich dann auf Urban 40. 40, yeah, to 40. To 40. Me too. Bad, right? Yeah, no worries. Yeah. Beim anderen Interview war ich 33, aber es stimmt nicht, ich bin schon 40. Ja, und in San Francisco, da haben wir halt, also mit Freunden zusammen war das ein Projekt. Und da haben wir Trauben von Napa, Sonoma, sogar Santa Cruz. Yeah. Haben wir die dann on Treasure Island. Ja. War so a Custom Crush Facility und da waren so 5 andere, 5 other labels on the island und da war alles, Kelder, Tanks, ein Trapper, you name it was there. Ja. Und wir haben da Wein gemacht. Und die Leute, das heißt, ihr habt dann die Trauben gekauft in die Stadt, alles dorthin und in die Stadt rein. Okay. Und hat mir mega Spaß gemacht. Hat die Leute von San Francisco und von Oakland, wo zu uns gekommen sind, mega Spaß gemacht. Die haben endlich the raw introduction zum Produkt gekriegt. Ja, die haben die Hände dreckig gemacht. Geil. Und es war a new awakening for them. Und für mich war das einfach mega cool, dass die Leute mal wirklich auch sehen, was überhaupt hinter Wein steht. Ja, und was man auch alles zu Wein machen kann. Ja, Ganztraubenpressung oder Entrappen oder ist Temperatur wichtig während die Gärung und so weiter und so weiter. Mhm. Und was das dann noch später zum Wein ausmacht. Und es ist einfach, für mich war es cool, dass the connection to the product physical war und durch die Physicality ist es dann auch mehr ans Herz gewachsen sozusagen. Okay. Und das Projekt fand man so cool, dass wenn ich hier in Deutschland, ich habe leider 2014 meinen Vater verloren und habe aber dadurch dann 3 Hektar Weinberge geerbt und war in dieser Zeit Head Winemaker on the East Coast in Virginia und habe quasi dann gekündigt in den USA. I quit. Und meine Frau ist deutsch, das war dann das kleinste Problem. Und wir sind dann zurück nach Deutschland gekommen und wir haben hier in Köln gesagt, we try to start a similar project here in Germany. Hoffentlich kommt es an, also wir sind noch am Anfang, so mehr oder weniger. Also ihr habt jetzt noch diese 3 Hektar? Wir haben 3 Hektar, we're baby. Okay. Small potatoes, yeah. Small potatoes. Garage winemaking, yeah, definitely. Ja. Wir versuchen ja auch so Zusammenhänge herzustellen, weil ich glaube, den meisten Leuten fehlt so ein bisschen das Gefühl, was es überhaupt bedeutet. Ich glaube aber, wenn man jetzt zum Beispiel als selbstständiger Winemaker seine Familie
nur vom Weinmachen ernähren will, hatten wir jetzt auch mit einigen Winzern, haben sie auch gesagt, die Minimumgröße, um da in irgendeiner Form arbeiten zu können, sind mehr als 3. 6 bis 8 Hektar. Genau. Ab dann wird es sozusagen ein bisschen angenehmer. Das heißt, nur, dass wir ein Gefühl dafür kriegen. How do I pull it off? Yes, exactly. So I think you do this. This is one of my jobs. Yeah. Ich bin noch, I have my degree in Viticulture and Enology from UC Davis und ich benutze quasi mein Degree in den USA. Ich arbeite noch für 2 Weingüter in den USA. Okay. Hauptsächlich die sind beide an der Ostküste in Virginia. Eins heißt Lost Creek Winery und das zweite heißt Early Mountain Vineyards. Und das sind beide in Virginia. Und Early Mountain war die Winery, wo ich Winemaker und Vineyard Manager war, bevor ich gekündigt habe, mehr oder weniger. Und die haben mich dann beibehalten und das war 2015 sowas, ja. Oder 14, ja 15. Und ich fliege immer 3-mal im Jahr zurück. Und heutzutage mit Technologie, Computers, FaceTime, E-Mails, cool. Lab Results, hey, this wine ist fertig mit Malolactic Fermentation, wie viel, was soll ich ihm mitmachen und so weiter. Solche Fragen kann ich danach über Computer dann beantworten. Okay. Aber dann bei Assemblage bin ich immer dabei. Ich wäre auch ganz gern bei der Erntezeit dabei, aber dadurch, dass ich meine eigene 3 Hektar habe, bin ich hier. Ja, okay. Und in der Erntezeit ist dann pretty crazy, weil ich bin dann gleichzeitig, wo ich dann am Schlepper hocke und wir Trauben ernten, getting emails and texts from the guys in the US. I'm like, hold on. So. Und das ist, aber es macht mir Spaß. Ich muss auch sagen, dass die Arbeit in den USA, das ist für mich sehr schön, weil es ist auch eine andere Seite vom Winemaking. It's more Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Malbec, Chardonnay, Petit Manseng. Und hier in Deutschland ist für mich sehr viel Spätburgunder, Claro, Riesling, Scheu, Sauvignon Blanc. Also Virginia macht man auch Sauvignon Blanc. Aber es ist für mich nice. Okay, das heißt, eure 3 Hektar sind wo in der Pfalz? Maikammer, also in der Nähe von Neustadt, der Weinstraße. Okay. Jetzt, guck mal, jetzt hast du in San Francisco gelebt, eine Stadt, die für viele Menschen sozusagen eine Traumstadt wäre, um dort zu leben. Dann hast du in Virginia gearbeitet. Jetzt hast du dich entschieden, nach Deutschland zu kommen und in Köln zu leben, aber dein Weingut ist in der Nähe von Neustadt. Well, the project is Urban Winery, weil mit 3 Hektar bin ich in der Pfalz, mit nur 3 Hektar, also nur mit 3 Hektar ist... Bist du halt klein. Nothing, Ja. Und für mich ist einfach, ich will hand-produced, also wir machen alles Handlese. Aber baut ihr hier aus oder dort? Jetzt ist noch in der Pfalz, ich habe quasi eine Halle, ja, okay. also Garage in Ortsteil Hambach ist das. Rolltor mit Schlüssel dreht man, geht das Rolltor hoch. Eine Seite von the Garage ist insuliert für Temperature Control und so weiter. Yeah. Und die andere Seite ist quasi Traktor, Maschine, Laubschneider und so weiter. Ja, super, very, let's say California Garage-East style. And I actually love this, weil winemaking, it's farming, it's dirty, it's grungy, also Viticulture. Und im Keller, ich mache viel spontan. Das bedeutet nicht, dass ich mega steril bin. Ich bin aber sehr aufmerksam auf die Mikrobiologie im Keller. Ich arbeite sehr viel mit Wasser und Bürste, like brushes. And if you doing these things, dann kannst du auch die Microclimate of your cellar auch beeinflussen. Für gute Ergebnisse auch in die Gärung. Nur mal vielleicht den Leuten zu erklären, was bedeutet spontan? Spontan ist von die natürliche Hefe, die quasi in der Haut von der Traube, aber mehr ist es, was schon natürlich im Keller lebt. Das an der Haut hat einen ganz kleinen Einfluss, vielleicht 2-3% vom Alkohol. Und das im Keller, also die Mikrobiologie. Und wir sprechen über das, was verantwortlich ist von Zucker zu Alkohol. Exakt, und die andere Richtung ist, dass ich Reinzuchthefe kaufen kann. Okay. Und dann kann ich gleich eine sehr große Menge von Hefe nehmen, boom, drauf, die Gärung ist in 2 Wochen durch, filtriere. Das heißt, bei der spontanen Gärung ist einfach nur, um zu verstehen, langsamer. Ist nicht nur langsamer, sondern es ist im Grunde genommen auch nichts, das du so extrem steuern kannst, zumindest was den Anfang angeht. Steuern nicht,
aber auslösen. Pushing in directions, ja. Yeah. Also wenn du jetzt You can't or you can? You can. Du kannst helfen. Yeah. Also sprich in dem, wo du helfen kannst. Yeah. Ist, ich würde nie eine Spontangärung machen, wenn ich jetzt irgendwelchen Weinberg mit der Maschine ernten würde. Ja. Ja, weil wenn du dann irgendwie faule Traube drin hast oder unreife Traube oder Blätter, Stängel und alles. Okay, das heißt, wenn du handgelesen und alles die beste Qualität hier rausgeholt hast, dann kannst du dich auch auf die Spontangärung verlassen. Und dann halt Temperature ist super wichtig. Gut, Temperature ist ja nachher, um jetzt, hältst du es denn an? Trauben sind super wichtig zum Beispiel. Aber sagen wir mal, dann fängt er oder hört der Wein an einem Punkt auf zu gären, an dem du eigentlich ungern aufhören würdest, quasi, dass er gärt. Was machst du denn dann? Also, ich wäre jedes Jahr nervös. Okay. Er macht mir jetzt ein bisschen langsam hier. Ja. Dann macht er nur noch so. Ich habe auch schon Weine gehabt, die also mehr als ein Jahr gegärt haben. Oh, also, ich habe zum Beispiel den Frankenstein. Okay. Das ist so ein Demi-Orange, der nächste. Das ist ein Wein, der hat ein Teil nur. Das ist ja Weißburgunder ganz drauf gepresst und Chardonnay auf der Maische vergoren. Und der Chardonnay auf der Maische ist ziemlich flott, also der war so in 3 Wochen durch, aber der ganz drauf gepresst Weißburgunder, der hat super lang gegärt, also mehr als ein Jahr, so 14, 15 Months. Alright, und da wärst dann halt nervös, weil man macht sich dann über flüchtige Seuche, wenn du immer Restsüße drin hast. Aber it made it. Und wenn du immer da bist und you're checking it und following it. Wie häufig bist du dann unten? Einmal im Monat. Einmal im Monat. Und dann auch mindestens so 3 Tage. Okay. Und dann hast du ein Kind? 2 Kids. Ja, manchmal kommen sie mit, weil komme ich am Wochenende, dann gehen sie zu der Oma, 9 und 5. Ah, okay. Alright, okay, gut. Das geht noch ein bisschen. Ja, dann kannst du den 9-Jährigen schon ein bisschen einsetzen. Genau. Du mal der Gulli putzen. Ja, aber das ist gut, ein Gefühl dafür zu kriegen, was man alles machen muss. Super. I guess what I'm saying is Garage Winemaking im Vergleich zu, sagen wir mal, ich war schon im Keller. Da ist der Keller schon alleine das Zentralstück, Kreuzgewölbe, und da hast du schon ein Gespür, das muss ja lecker sein. Ja, aber the reality für mich ist, ich meine, Ambiance ist was Tolles, aber das Herzstück ist in der Flasche drin. Und ich will auch zeigen, dass you can make amazing things, auch in a Garage Winery setting. Absolutely. You know? Ja, das true ist that. für mich ganz wichtig. Okay, aber wie seid ihr denn jetzt trotzdem auf Köln gekommen? Also wieso lebst du in Köln und nicht in Frankfurt? Frankfurt ist ja auch eine große Stadt. Oder, keine Ahnung, was ist da in der Nähe? Ich muss halt zu Köln, muss ich sagen, Köln ist eigentlich meine Lieblingsstadt von Deutschland. Okay. Und es hat wahrscheinlich auch was zu tun mit dem, dass weil Köln ist sehr deinem ähnlich zu Dialekt her wärst du ja in der Pfalz gut Ja genau, wenn ich in Mannheim oder in Ludwigshafen oder sowas. Da verstehen dich die Leute wenigstens. It's all good. Mit Hochdeutsch ist halt so schwer, gell? Ja. Das ist tough stuff. Aber als ich, das war 2004, glaube ich, so lange her, habe ich meine Frau kennengelernt. Okay. Und die hat auch damals hier in Köln gelebt. Ah, okay, verstehe. Aber es ist auch original von der Pfalz. Von da unten. Ja. Und es hat geklickt und sie ist dann nach Kalifornien gekommen und dann waren wir in den USA und ich war dann auch eine Zeit lang wieder hier in Deutschland. Als mein Vater dann verstorben ist, da war ich dann Head Winemaker for 3 years, so ungefähr, 3,5. Und dann war das für uns eigentlich sehr schnell die Entscheidung. Und dann haben wir schon zuvor gewusst, dass wenn wir was machen, weil wir nur 3 Hektar haben, dass wir da auch Urban Winery mal versuchen. Und mit Glück, the consulting keeps going. Also aus einem Kunde ist ein zweiten geworden. Und, you know, I'm having fun. Life is too short to live a life you don't want to live. Exactly, I know. Especially after you lost your father, I think that makes you realize it, right? Yeah, because I had the same thing. My father just died from one day to another without like any disease or something like that. Yeah, no, it was just he went to sleep on Sunday, didn't wake up on Monday. Yeah. So for him it was great, but for us it was like it's a tragedy. Yeah. But then you start realizing stuff. Yeah, sure. I know. Yeah, I know. Life is too short and sweet to grind away at something that you hate. So, yeah, because then it's a grind. Because right now I think für dich ist das jetzt ja keine Qual. Und jetzt kommen wir auch so ein bisschen, natürlich auch so ein bisschen zu unserem Thema, weil wir versuchen so ein bisschen zu verstehen,
was die Gründe dafür sind, was die Leute machen für die Leidenschaft und so weiter. Und jetzt verstehe ich bei dir natürlich jetzt, weil vorher, als ich das jetzt gelesen habe, ein Ami, ein halb Ami, halb Deutscher mit ein bisschen Hektar in der Pfalz, lebt aber und hat seinen Laden in Köln. Ich meine, What the hell was going on here? yeah, but now it makes sense. Ja. Und für mich war es halt auch so, ich wollte jetzt nicht unbedingt mehr Fläche dazu holen. Ja. Ich wollte jetzt nicht von 3 Hektar auf einmal auf 10 Hektar springen und dann wären wahrscheinlich die 10 Hektar irgendwie Terroir oder Appellation, wo man nicht so gut gefällt. Ja, also so Flachlage, ich will jetzt keine Lage benennen, eine Lage, die ich nicht will, weil die Lage eigentlich nicht für spitze Wein Für das, was du dir vorstellst, einfach nicht funktioniert. und mein Vater hat das Glück gehabt, also das Land, wo ich von ihm geerbt habe und was er von seinem Vater geerbt hat, dass zumindest die Stücke also von die beste Lage sind in der Maikammerregion, also Heiligenberg, also sehr viel Lösslehm und Kalkstein. Und wenn ich jetzt mehr an Heiligenberg bekommen würde, würde ich es auch nehmen. Kaufen? Okay, alright. Aber das heißt, du kaufst jetzt selektiert, wenn was sozusagen frei wird. Das heißt, du wehrst dich jetzt nicht dagegen, dass es groß wird, aber, also nee. Für mich ist es wichtig, where's the piece of land? Okay, ja, das meine ich damit. Das heißt, wenn du die richtigen Flecken kriegst, dann nimmst du das gerne dazu. Und ganz ehrlich, was mich sehr reizen würde, also ist das, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen größer wäre, wir haben ja eine Halle, das darf ich erzählen. Ja. Wir haben eine Halle schon hier in Köln. Und die Halle ist ours und wir können da Wein machen. We got the room, we got the space. Die Baugenehmigung ist durch. Und jetzt sind wir so ein bisschen am finanziellen, on that fight. Ja. We're working on a crowdfunding video. Und das wollen wir dann benutzen, um quasi die Halle mit Insulation, dass auch die Temperaturschwankung nicht zu viel ist. Okay. Und hoffen auf 2020 die erste Traube hier hochzubringen. Also wir sind so quasi mit einem Fuß im Stadtloch und trying to move the second foot in. Okay, so das heißt, das, was du in San Francisco auf der Insel mehr oder weniger erlebt hast. Wollen wir hier machen? Ich denke, das ist auch geil, weil die Leute hier kommen ja nicht aus einer Weinregion. Für die ist das wahrscheinlich, weil ich weiß noch, das erste Mal, als wir dann im Weinkeller waren und alles so erklärt bekommen haben, einiges, muss ich sagen, fand ich ein bisschen entromantisierend. Und anderes war halt dann total so augenöffnend. Das ist super cool, sehr interessant. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass man, weißt du, so, die meisten haben ja dieses Bild, wahrscheinlich noch so total romantisch, dass die Weine irgendwie mit den Füßen irgendwie noch gestampft werden und so. Also dieses Bild von einem Weingut, aber es ist ja mittlerweile schon sehr, sehr, sehr technisch, sehr... Ja, sometimes, also wir machen auch manchmal noch mit den Füßen. Dieses Jahr haben wir auch nicht immer. Also wenn wir ganz Traube machen. Ja, also bei Rotwein kann ich es noch... Bei Rot, dann wollen wir so, dass ein bisschen Saft fließt. Dann sind wir da schon mit den Füßen reingegangen und haben da ein bisschen Party gemacht, also rumgestampft und it's fun, it's good times. Aber es ist nicht mehr so wie früher, wo das Standard war, das ist das täglich. Wenn man es heute macht, it's more like, we're gonna get into the gear, in the gear Buddy, ich sehe es im Fenster. So geil! In die Gärböttich und jetzt stampfen wir ein bisschen rum. Ja? Und die Kinder sind auch dann rein und so ein kleiner Kreis gemacht, das ist schon cool. Aber eigentlich wollte ich noch was dazu sagen. Das richtig Coole auch an Köln ist, dass, wenn ich von Köln in die Pfalz fahre ich durch die Ahr, die Mosel, die Nach, Rheinhessen und so weiter. Und ich habe some good friends in the German wine industry, wo Winzer sind. Und ich würde ganz gern auch irgendwie manchmal ein Riesling oder auch ein Pinot von, sagen wir, Granit oder Schiefer. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten. Und für mich nicht nur mit meinen eigenen Weinbergen zu arbeiten, to see that terroir, it's beautiful. Aber ich möchte ganz gern irgendwann mal einen Spätburgunder, der von meinem Boden, also der wo ich geerbt habe, aber dann gleichzeitig im gleichen Verfahren ausbaue von einem komplett anderen Bodentyp, wo ich dann quasi, I take myself out of the equation and it's just the two sides. Und die Differenzen sind eigentlich nur noch Boden und Mikroklima, vielleicht auch Klon. Und jetzt vielleicht ein Spätburgunder Geisenheimer Klon ist und der andere Dijon Klon, Cive oder sowas. Und IMI, wofür steht IMI oder IMI? Like It's original ist der Spitzname von meinem Vater. Alright, also, okay. Also der Helm war immer der IMI. Hey IMI!
Oder it was his nickname. Alright, okay. Aber mittlerweile jetzt in Köln haben wir auch rausgefunden, dass ein Immigrant ist. Und oh, das wusste ich nicht. it fits perfect to yeah, me. to you, yeah, you're I'm an right. immigrant. Yeah. Und das Letzte, was ich eigentlich auch ganz cool finde, ist IMI. You know, you are you, I am I. Und das ist so dreimal deutlich. Yes, yeah, it makes, you know? yeah, Und, great. aber Great name. originally, Yeah. my dad, yeah. So, I think that's the best part for you, right? Yeah, that's the best part for me. Ja. Krass. Sehr schön. Guck mal, siehst du, jetzt macht IMI natürlich auch für mich Sinn. Ja, I am I, you are. Ja, also ich meine, dann merkt man ja, bei dir steckt natürlich auch sehr viel tatsächlich auch von dir auch in dem Projekt drinne. Merkt man, als er jetzt mit dir so nur 5 Minuten geredet hat, finde ich super. So, wenn du jetzt noch mal ein paar Jahre jetzt nach vorne schaust, ja, und es gäbe jetzt keine zeitlichen, finanziellen Einschränkungen, ja, was würde der Jonathan in 10 Jahren machen? Wie wird das ungefähr aussehen in deiner Idealvorstellung? Ich würde ganz gern hier High-End, that's the most important for me. Ich will nicht Bullshit verkaufen. Yeah. I want really great Pinots, handgelesen, mit Tiefe, Komplexität. Ach, ich meine, das merkt man manchmal bei der Rode. Also oft muss man bei uns, you have to decant or wait a night, bei die ganz Junge. Und ich will Weine, die aber that go the distance. Ja, dass man auch in 10 Jahren, ich habe extra für meine Tochter und für meinen Sohn Vintages weggelegt, wo ich mit Absicht, I know these wines are going to be drinkable in 10 and years, more beautiful than they are even today, sozusagen. Und my dream is in 10 years, dass ich hier, I'm making great wine. Und dass ich die Philosophie, weil die Philosophie von Wine ist eigentlich, it's about life, it's about soils, it's about sun, water, you know, es sind so viele Themen, die so wichtig sind, dass irgendwie auch in Wine Fuß fassen. Ja. Und dass ich das einfach weitergebe. Und spätestens, wenn sie dann zu Hause sind mit Freunden in the bottle, the joy that comes from drinking a bottle alleine. Aber das ist mehr oder weniger, und ich finde, es ist nicht nur mit Wein super cool und so, oder sehr schön, dass man sowas in die Stadt reinbringt. Ich wünsche mir, dass mehr Producers, ja, Cheese Producers, Brewers, ich wünsche mir, dass die ganze Brauer von Köln nicht rausgezogen wird. Das ist jetzt nur noch, die Gewölbekeller sind jetzt nur noch für Drinking and Hanging out. Ich wünsche mir, es wäre aber immer noch irgendwie the actual production in the city, dass die Leute immer noch diese Connection, Verbindung zu ihren Produkten haben, dass sie sehen, the tangible, was hinter sowas steckt. Ja? Weil ich denke mir wirklich, dass Menschen auch, they would buy different if they knew how things were made. Ich glaube aber, das Bewusstsein bewegt sich ja so oder so, so ein bisschen in die Richtung. Ja. Ist das denn jetzt für dich ist das auch hier ein Thema? Ich weiß jetzt gar nicht, bist du biozertifiziert? Ist das ein Thema, wo du hin willst? Fragen die Leute danach? Ich weiß nicht, was ich hier sage. Also die Weinberge sind biozertifiziert. Ja. Sind auch schon seit 2012 bio. Mit den Weinen habe ich noch nichts gemacht. Yeah. Partially because I don't want to call myself lazy. Aber ich habe halt oft andere Sachen und einen Vorteil. Yeah. Ja, es ist vielleicht ein Vorteil, aber so ein richtiger Vorteil habe ich jetzt nicht. You're not lazy, you're focusing on different things. On other things. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das im Weinberg ist mir wichtig. Yeah. Sehr, sehr wichtig sogar. Weil the biology of the soil, ja, und so weiter. Und da hat man wirklich so a life cycle. Und das ist mega wichtig und das will ich unterstützen. Und wenn ich das durch Begrünung, ohne Herbizide, ja, so wenig Kupfer wie möglich, ja, das ist immer the crux of Bio. We're like, you guys with your copper. Und dadurch arbeitet man auch mit Orangeölextrakt oder es gibt auch Tees zum Beispiel, wo man mitarbeiten kann, Schachtel haben. Und diese Sache quasi helfen, den Kupfergehalt zu reduzieren. Aber to be mindful of my soil, das ist mir mega wichtig. Und im Keller bin ich eigentlich genauso. Aber ich muss ganz sagen, the German bureaucracy, ja, die ganze die Kontrolle und the paperwork wird dann it's like
a full-time job. I know. Zwischen USA und But is that something that is like... Es würde mich schon interessieren, wann es... guck mal, jetzt hast du bist hier, du bist in den Staaten als Consultant, dann bist du einmal im Monat da unten, hast den Laden, hast 2 Kinder, arbeitet deine Frau auch? Teilzeit. Ja. Mein Lieblingsthema, weil das ja auch letztes Jahr bei mir so in der Firma... Do we go on vacation? No. Everybody's asking for... Oh, say that you're working way too much. You're a workaholic. You should pay attention to your work-life balance. And I said, I think everybody has his own work-life balance. Yeah. So since I'm doing something that I feel pretty passionate about, it doesn't feel like working. So even if I spend like 10, 12, 15 hours per day. Yeah. So how does your work balance look like? I would say that my philosophy is very similar to yours. Also für mich ist es so, dass das sind Momente, ich meine zum Beispiel jetzt die Ende. Ich bin gerade gestern von der Pfalz zurückgekommen. Ja. Und, fertig geworden mit allem? Ich habe alles gepresst. Ja, und Verlust oder so? Hat dich irgendwas erwischt? Ich meine, ich muss auch sagen, dass für die Pfalz war es eigentlich sehr gut, weil bei uns war vieles schon sehr reif, bevor jetzt den Regenwende gekommen ist. Also war dann irgendwie ab dem 19. September hat sich das Wetter komplett verändert. Also es war vor dem 19. war es nur schön, oder vor dem 22. Ich weiß nicht mehr genau. Ja. Es ist beautiful. Also Liegestuhl oder Herbst. Ja. Und da hat man schon 75% schon drin. Okay, super. Ja. Und spätburgunder Pfalz, wir sind sowieso ziemlich warm, reift halt früher als Riesling. Ja. Und bei Pinot muss man halt auch aufpassen, dass die Öchsel gerade nicht zu hoch stehen. Okay. It was a great vintage. Aber für mich, the work-life balance, going back to the question, ist einfach, die Ende war pretty intense, ja, weil ich bin auch ziemlich allein dann. Ich habe noch einen Business Partner, der Kai, and he's kind of the business guy. Yeah. The number cruncher, kennt sich auch mit deutsche Fine Print und so weiter. Normal hat er die letzte Ende mehr mitgeholfen und dieses Jahr war er auch ziemlich eingespannt. Er war auch unten. So I was down there, it was intense. Aber it's like that good pain, you know what I mean? Or it's like that good fight. You're like, it's midnight, du bist gerade fertig und du weißt, morgen früh geht's wieder weiter. And your body hurts. Hast du 3 Hektar alleine gelesen? Ja, also ich habe meine Leute, ich bin da nicht alleine und wir hatten ein Team, Erntehelfer, we have a core team of 5 Leute, würde ich sagen. Yeah. Und mit 5 kann ich immer ein Bütt, also ein Gärbottich voll machen. Und ich ernte auch ein bisschen anders wie, sagen wir mal, die meisten Betriebe. Also ich ernte exklusiv in so 15 Kilo stapelbare Ernteeboxen. Ja, die grauen Teile. Die haben auch Löcher drin, die Boxen, dass Luft durchzieht. So. Okay, dass die Gärung dann noch nicht anfängt, oder was? Genau, dass die Traube ganz bleibt. Ja. Okay. Und dann können wir den ganzen Tag lesen. Ja. Okay. Und dann werden die Dinger gestapelt, dann fahren wir die nach Hause. Und auch wenn es dann tagsüber warm war, die Trauben sind komplett ganz, dann stellen wir die hier hin, draußen, through the night, it gets really cold, und dann sind die Trauben eiskalt morgens und they get processed. Und die sind also, ich weiß nicht, wie man das in Deutsch sagt, they're unfractured, die die sind geschlossen. Ja. Also das ist kein... die sind nicht aufgeplatzt, keine volatile acidity, keine flüssige. Und dann haben wir eiskalte Trauben, das ist ein Wunsch von mir. Ja. Und we use nature. Ja. Andere Weingüter, die schmeißen die Dinger direkt in so ein Kühlhaus rein und knallen die auf, 5 Grad runter. Da waren ein paar Nächte, da sind wir wirklich fast auf 5 Grad runtergekommen. Und die waren richtig kalt. Da haben wir aber auch dann die am Sortiertisch dann später, Scheiße, sind die kalt. Aber that's the price you pay. That's not even good pain. It's good pain. So, für mich, the work-life balance ist einfach, if you're doing what you love, I think there's pain in love anyways. Yeah. So, but if you're doing what you love, then you're having fun. Yeah. Und das ist mehr, wenn ich, deine Philosophie ist meine Philosophie. Ja, cheers. Cheers to that, ja. Siehst du mal, guck mal, du bekommst jetzt deine Weine so oder so bei mir ab jetzt eine ganz andere Bedeutung. Ich weiß nicht, war das auf welchem Genau, das sind Weinmoment war das, als wir beide in Berlin waren?
hatten wir noch so ein IMI dabei? White Scrabble, glaube ich. White Scrabble? White Scrabble? Oder Red Scrabble. Haben wir den Red Scrabble gekühlt getrunken? Kann das sein? Weiß oder rot. Leicht gekühlt, ja. Leicht gekühlt haben wir. Der kam wirklich auch super gut an. Ja, mega. Und dann... Habt ihr denn nicht auch so ein leichtes Brett? Weißt du, was Yeah, Brettanomyces, yeah, no, yeah. It could be a little Brett. I mean, ich bin so jemand. Wie war das? There's a saying in the U.S. from top winemakers: if the wine has no VA, then it's not going to be a good wine. The wine has to have a tiny bit of VA, yeah, volatile acidity, and Brett is auch volatile acidity. Weil das gives a funk. Ja, und ganz ehrlich wollen die Leute, die wollen the straight line, but they want a little bit of funk. Yeah. When it's too much is, then it's no good. Aber das ist, wo spontan immer the best work macht. Ja, weil mit Wild Fermentations hast du quasi mehr als eine Species, wo verantwortlich ist für die Gärung. Ja, und das kannst du dir so vorstellen, ja, die Aminosäure, they grab Aminosäure, they metabolize differently. Ja? Und wenn du 10 verschiedene Hefearten drin hast, and they all kind of together, aber die hat a pathway, die geht mehr in diese Richtung, and this one has a pathway that goes more in that direction. Ja? Dann hast du auf einmal, du hast Weine, Spondis sind oft ruhiger, aromatisch, aber tiefer. There's more like complexity. Okay. Die haben dann nicht so eine laute Nase, dafür sind sie dann im Mund ein bisschen interessanter. Ist aber auch, merkst du ja halt auch, es gibt ja dann Weine, die dann jetzt dich nicht im Glas quasi durch die Nase anspringen. Ja. Teilweise haben die sogar einen leichten Stinker so, ja, was ich persönlich eigentlich geil finde, auch bei Rotweinen. Und also mir ist nämlich tatsächlich so rum lieber, dass ein Wein zuerst im Glas dich jetzt nicht sofort anspringt, aber dafür dann im Mund dann richtig dann Freude macht. Und umgekehrt ist dann halt oft so, wenn die Nase so krass laut ist und der Wein dann im Mund dann nicht sozusagen mitgeht, dann bist du ja auch eher enttäuscht. Ja. Also wenn ein Wein so richtig laut riecht, bedeutet es einfach meistens, nicht immer, dass Reinzuchthefe benutzt wird. Ja, wahrscheinlich. Ja. So. Das heißt, für dich ist aber auch klar, diese Art der Arbeit, also immer Sponti? No, also habe ich mir jetzt gerade bedankt. Also ich fange meistens alles Spondi an. Okay. Und dann bei der Barrique-Sache weiß, sowohl wie rot, gehe ich 100% immer Spondi durch. Aber wenn was in Edelstahl ist, dann durch gern, wenn Alkohol so bei 8% ist ungefähr, durch gern nochmal überimpfen, to finish the fermentation strong. Okay. Und wenn du jetzt sagen wir mal, du hast hier deine Halle fertig gebaut und dann, so wie ich dich jetzt verstehe, heißt, du wirst dann wahrscheinlich dir noch ein paar coole Partner suchen, von denen du dann Trauben kaufen wirst, um hier in Köln, wir können auch kurz eine Pause machen und dann nehmen wir da wieder auf. Ich habe mir jetzt gedacht, das heißt, wenn ihr jetzt die Halle hier fertig habt, ne, im Idealfall, so wie ich das jetzt verstanden habe, wie du auch wachsen willst, ist dann, dass du das natürlich, was du selbst auf deinem Feld anbaust, hierher dann bringst, um hier auszubauen, aber gleichzeitig auch wahrscheinlich von Partnern, die du jetzt kennengelernt hast, aus der A und so, auch dort sagst, cool, ja, ich kaufe mal ein bisschen da die Parzelle und das und das. Und dann baust du sie quasi nach deinem Stil aus. Und die Idee ist, dass ich danach quasi den Unterschied der unterschiedlichen Bodentypen und Mikroclimate sozusagen dann im Wein spüre. Genau, also dann gibt es hoffentlich einen Weißburgunder, der Kalk und einen Weißburgunder, der vielleicht Schiefer. Und dann hast du den einen mineralisch und der anderen ist, okay, verstehe. Ja, Interesting. Und was halt, für mich, das ist ja eigentlich what's the most exciting on drinking wine. Also für mich ist es ist oft eine kleine Reise to a tiny part of the earth. Ja, wenn man wirklich so kleine Vineyard-Sites, wo ausgebaut werden, trinkst. Und ich finde es einfach it's highly interesting for me. Ja. Okay, und die Weingüter, für die du jetzt in den Staaten arbeitest, ne, wie groß sind die? Wie musst du dir das vorstellen? Also so Early Mountain ist 30, 40 Hektar, vielleicht sowas in dem Dreh. Und Lost Creek, und die kaufen alle noch drauf dazu. Und Lost Creek ist kleiner, also von
sagen wir mal, eigene Fläche sind die vielleicht nur 10 Hektar. Ja. Aber die kaufen wahnsinnig viel Traube dazu. The entire state of Virginia. Alright, okay. Und was halt cool ist, die haben auch ziemlich guten Zugriff zu so ein paar richtig geile, also Filetstücke on the Blue Ridge. Ja. Ja, so Cab Franc am Hang. On so Eise, that's like soils mixed with iron and granite. Und petrified basalt, also Basaltstein. Ja. Und es ist interesting stuff. Exportieren die das Zeug oder wird es nur in den Staaten verkauft? It doesn't get exported. Yeah. The Too high small, right? end, the small stuff gets drinking at home. Yeah. Same here, right? Ja, das meistens so. Yeah. Aber das halt, ich meine, I have a couple of bottles here. Und I thought maybe we bring it to one of these things, maybe by the next time. Yeah. Ich bin halt auch, ich habe Angst gehabt, dass ich es nicht schaffe. But I got it done. I was like, I'm gonna make it. So, aber wir haben also richtig schöne Cab Francs, Cab Sauce, Merlot in Virginia produziert. Das größte Problem mit Virginia, und das ist a little bit of the crux, ist, dass also beide Weingüter, die versuchen Bio, they want to be organic. Ja. Und die sind in viele Richtungen, sind wir auch organic in Virginia. Also sprich, no herbicides, wir arbeiten mit Begrünung. Aber Virginia is a jungle climate, actually. Sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, also es heißt, also Pilzkrankheit ist a huge problem. Oh, fuck, okay. Ja, und da sind wir jetzt vom Pflanzenschutz mäßig, also noch nicht so 100% weggekommen. We're like 80% organic, 20% not organic. Ja. Und niemand hat the guts to go 100%. Außer, was jetzt so ein bisschen kommen ist, ich meine, jeder weiß Wein naturell. Ja. Aber Wein naturell ist auch so ein bisschen was, I'll get into that later, maybe. Aber da gibt es ein paar Jungs, die arbeiten jetzt nur noch mit Hybrid. Ja. Ja. Und so Sachen, wo die Leute nicht kennen, Chamberson, ja, Regent wird interessant in Virginia. Ja, Things hier like this, eigentlich auch bei einigen, ja. Weil sie halt pilzresistent Sind. Ja. And farming is of interest. Ja. Und man merkt auch hauptsächlich, ich würde sagen, mit jüngeren Kunden, für die ist sehr wichtig, how is the farming? Das ist interessant, also the points of importance for people from generation to generation. Ja, und ich merke das auch über die Jahre. Und auch where people come from, influences sehr viel, was die geschmacklich suchen im Wein und so weiter. Und für mich ist es hochinteressant, einfach zu sehen, was die jüngere Generation erhoffen im Wein. Jüngere Trinkergeneration oder jüngere Winemaker-Generation? Beide. Ja, weil in Deutschland ist ja auch krass, in den letzten Jahren gab es hier auch bei uns ja, wenn du so willst, einen großen Wandel. Zumindest jetzt aus der Perspektive von geile Weine ist es ja so, wir arbeiten ja mit sehr vielen Jungwinzern, die dann die Weingüter von den Eltern, den Großeltern übernommen haben, die eben halt eine andere Ausbildung genossen haben als früher nur die, weißt du, die Eltern haben es dann von den Großeltern gelernt. Ja, klar, die natürlich. haben alles reingeschmissen, weil sie es gebraucht haben. Ja, absolut, genau. Und jetzt siehst du halt, dass jeder eine eigene Vorstellung, eine Philosophie hat und die versucht er sozusagen dann halt auch umzusetzen. Und dann merkst du eben halt, dass viele halt mit einfach mal so neuen Herausforderungen zu kämpfen haben, mit denen sich die Eltern vorher überhaupt nicht beschäftigt haben. Deswegen fehlt denen manchmal das Verständnis. Weil die sagen, sag mal, was machst du da für einen Scheiß? So, ne? Und dann gibt es halt so Generationskämpfe, weil der Vater oder der Großvater nicht versteht, was der Junge macht. Und dann gibt es da so voll den Fight. Und dann gibt es aber auch geile Beispiele jetzt von Winzern, die wir kennen, wo dann die Eltern oder die Großeltern merken, also wir werden so oder so das nicht die nächsten 30 Jahre machen, sondern musst du quasi deinen Weg finden, das halt richtig zu tun. Und wir können dir unseren Input geben und helfen dir, aber am Ende musst du wissen, was du willst und so. Also da gibt es wirklich auch so viele positive und... Also mit manche, sagen wir mal, von die ältere Generation, also ich liebe es. Offend anybody. Aber ich komme nicht drüber hinweg mit dem Pelzig, das finde ich immer so geil. Yeah. Yeah, but it's great, really.
Fantastisch. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Aber zum Beispiel mit meiner Tante habe ich schon gesagt, hey, wenn du Marmelade machst, willst du hier nicht die faule Erdbeere mit reinschmeißen, wenn du den Marmelade machst. Du stehst auch in der Küche und schneidest die Teile weg, wo du nicht im Topf haben willst. Ja, und warum soll das dann anders sein? Beim Wein. Beim Wein, ja. Warum ist es so, dass so viel mit der Maschine alles abkloppen sozusagen und dann schmeißen sie Aktivkohle drauf, filtrieren das Saft, dann haben sie einen Saft, der stripped of terroir. Ja, es ist einfach nur noch Sugar. Ich meine, das sind some Originalkomponenten bleiben auch zurück, aber die Persönlichkeit raus, geht weg eigentlich, ne? Persönlichkeit raus. Und dann it's industrialized winemaking, ja. Und für mich ist das, that's not what my dream is. Aber es kommt ja auch darauf an, ich glaube, wen du halt auch mit deinem Produkt bedienst. Ne? Ich meine, wenn du High-End arbeitest, weißt du auch, dass wahrscheinlich auch eher überwiegend Leute deinen Wein kaufen und genießen werden, die das verstehen, ne? Und die das dann halt auch zu schätzen wissen. Weineinsteigern kann auch bestimmte Produkte einfach auch zu anstrengend sein. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie ich den ersten Wein probiert habe, ganz ehrlich, das hat bei mir dann nochmal 15 Jahre gedauert, bis ich Wein habe genießen können. In meiner ersten Erinnerung von Wein war alles nur bitter und sauer, bis ich dann den Mimi kennengelernt habe und über ihn dann ein paar neue Sachen probiert habe, wo ich gedacht habe, oh krass, das kann auch Wein sein. You know? So, und ich glaube, je nachdem, wen du ansprichst und wo du das vermarkten willst, hat alles so seine Daseinsberechtigung wahrscheinlich. Marketing it's a tough world too. Also ich bin quasi. I think you have to make a decision, like who you wanna. Sure, ich meine, ich will jetzt nicht, sagen wir mal, New Drinkers, I love them und ich will das auch zu mir kommen und ich mache auch simpler Wines, also sprich, ich mache ja einen Spon die Stadt, aber ich tue auch über Impfe und was in Edelstahl ausgebaut ist, ich meine, das mache ich auch, weil I want the taste to be that way. Ich blockiere auch den biologischen Säureabbau und du auch filtriere manche Weine, nicht alle, aber das sind, ja, und so, wer naturell Freaks, der sagt, no, trinke ich nicht, es muss trüb und crazy und bla 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 sein. Aber at the end of the That's day... an own crowd, ja, so... Es muss auch schon Harmony and Balance ist important, ja. Und das ist im Endeffekt das Ziel. A delicious, deep, personal bottle of wine. Ja, und manchmal kann es simple sein und manchmal kann es komplex sein. But the harmony and the balance is das Endziel. Arbeitet deine Frau in diesem Projekt mit? Oder? Ja, also das heißt... Sie ist hinter die Labels. Das heißt, ihr habt Familie, Beruf komplett zusammengeschmissen? It's beautiful chaos. Ja, ich meine, viele Menschen versuchen ja eigentlich so Berufsleben und Privatleben auseinanderzuhalten. Ja, okay. Meine Frau arbeitet auch bei GW. Ja. Ich glaube, es darf am Anfang einer gewissen Justierungsphase, aber irgendwie, wenn es dann gut funktioniert, dann kann man sich das auch gar nicht mehr anders vorstellen, oder? Sagen wir mal so, my philosophy mit meinem Wein, with my business partners, be it my wife oder auch der Kai. Ja. Ich bin wie spontane Gehung, finde ich ganz gut. wenn ich weiß, Kai, this is your area of expertise here. Yeah. Ich sage manchmal, maybe that's a good idea, aber ich sage nicht, you have to do that oder you have to do that. Und auch bei die Labels und so, when I get asked, I answer. You give your 2 cents. Aber im selben Moment, ich glaube, happiness is auch, when you're making your own decisions. Absolutely. Ja, und they make their own decisions. Und es ist wichtig, dass they trust in me and I trust in them. So. And if you live by the sword and you die by the sword. Ideally, yeah. Well, then you have your truth and you can live up to those things that are important to you, and then it makes sense, like in every decision you make. So. And I feel we're doing really good together. Also Kai und die Svenja und ich. Also es ist eigentlich,
ein gutes Team, weil Kai und Svenja sind auch more highly organized people. And I'm a bit that's more one of my questions to you. Are you more an organized guy or chaotic? Es kommt, wenn du jetzt in meinen Keller reinlaufen würdest du sagen, he's organized. Aber from my life plan und ich bin jemand, ich habe am liebsten, wenn ich aufstehe, and I have my own agenda and that's whatever it is I feel like doing. This is the best days und die habe ich auch, aber ich habe auch einen Kalender, wo it's like, da ist ein Termin, da ist ein Termin. I'm like, sag mal, was ich jetzt aber ich bin eher halt jemand, wo I'm more abstract, definitiv, also finde ich. Oder jemand, wo sagt, okay, jetzt, ich wollte das, aber it's coming like this. Now we're gonna go in this direction, because it's the better. Es ist genauso wie Vintage. Ein gutes Beispiel für mich ist The 18. Yeah. Jahrgang 18. Jahrgang 18 war High Yield. Yeah, very High Yield high. Vintage, ja. Und hot as shit, dry. Ja, und dicke Haut. Für mich, irgendwann habe ich die Pinots angeschaut und gesagt, this is no Burgundy Vintage, this is Sonoma. Und dann habe ich halt zu mir überlegt, okay, if I go for elegance, I don't think I'm going to like these wines at all. I have to go for power. Ja, und dann, normal will ich bei Pinot Elegance, ja, but in 18, yeah, makes sense. You're right. Und dann habe ich halt, normal mache ich so gut wie gar keinen Saftenzug. Yeah. In 18, I was like, I'm fucking pulling juice out. Ich habe Saftenzug gemacht and got as much skin to pulp, wie ich gekonnt habe. Much color, power. Die haben alle mit 104, 105 Öchseln in den Keller reingekommen. Und wo bist du normalerweise, um einfach nur mal unseren... 95. 95, also 10 Grad weniger. Okay. Ja, so. Und Öchselgrade hat einen Einfluss darauf, wie viel Alkohol nachher im Wein drin ist. Ja. Okay. Und wenn ich irgendwie sowas... Wenn du was Elegantes haben willst, willst du natürlich nicht so viel... Full alcohol. Ja. It's not going to be fun. Yeah. Du brauchst dann die Tannine to carry the weight. Sozusagen. Absolutely, ja. Und da breche ich dann nichts übers Knie und sage, okay, ich mache das trotzdem so, weil ich das schon immer so mache. Wie viele Rebsorten baust du denn an insgesamt? Ich habe Scheu, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Weißburgunder, Spätburgunder, Syrah, Merlot. Und Riesling kaufe ich dazu. Okay. Und jetzt wieder zurück zu den Amis, auf den Weingütern, die 30, 40 Hektar haben. Wie viele verschiedene Rebsorten bauen die an? Oh gosh, Malbec, Petit Verdot, Cab Franc, Cab Sauv, Merlot habe ich schon gesagt, ich weiß nicht. Yeah. Merlot, Tannat. Tannat is pretty fucking awesome, great. Yeah. Ich glaube, das war's von der Rode. Und dann von der Weiße Chardonnay, Pinot Gris, Petit Manseng ist sehr, sehr big. Sauvignon Blanc und Sauvignon Gris. So do they blend a lot over there, or? A lot, yeah. I mean, es gibt auch Pure Cab Franc, aber ich muss sagen, Assemblage finde ich schon geil. Und ganz ehrlich, the Bordeaux style of winemaking is a great style too. Also du kannst wirklich tolle Weine machen. Wenn du hast, sagen wir mal, 80 Fässer, ja? The first step ist die Fässer durchzuprobieren, zu sagen, okay, these are the top, these are the deepest, complexest, you know, und dann musst du schauen, ob die zu die anderen Sorten von the top zusammenpassen. And you build from the pyramid down. I know. Ja? Und that was fascinating, because when I went to Bordeaux, bis dahin kannte ich nur die deutschen Weingüter. Und hier hast du gesehen, dass sogar Weingüter, die nur, keine Ahnung, 10 Hektar haben irgendwie 40 verschiedene Rebsorten angebaut. Dann bin ich dann war ich dort und da ist es das Gegenteil. Die haben 50 Hektar und bauen nur im Grunde genommen 2 Rebsorten, maximal 3 Rebsorten an und machen 2, maximal 3 Weine. Und das sind nur Qualitätsstufen. Ich habe 1,5 Jahre in Bordeaux gelebt und habe bei Domaine de Chevalier und bei Château Lagrange gearbeitet. Und
Chateau Lagrange, die hatten nur 2 Rotweine. Die hatten also das Fiefs de Lagrange, also the Base. Ja. Und dann halt das Chateau sozusagen. Und dann hatten sie einen Weiße, den Sauvignon Blanc. Fertig, that's it, right? Ja. Und halt dann einen Keller, aber ja, 200 Meter lang und Barrels all the way down and 2 wines. And 2 wines. Ja. Brilliant, fucking brilliant. Yeah, I know. Ja. Und hier gehst du, ich meine, ich finde das manchmal ausscheiden. Hier gehst du in ein Weingut und machst die Karte auf, there's like 40 to 50 wines in there sometimes. You're like, where do I begin? You know? And where do I stop? Ja. Ist noch von dem Roten was da? Den haben wir da gelassen. Ah, okay. Sonst hätte ich jetzt mit ihm gerne noch den, weil der Pinot hat ihm geschmeckt, glaube ich. Wir haben nämlich von den Mais noch einen Spätburgunder dabei gehabt, auch nur den Einstiegsspätburgunder. Ich war bisher eigentlich, als ich mit dem ganzen Thema Wein anfing, kein großer Freund von Spätburgunder, weil er nicht so meiner, Didn't have the power and the force. weil er meiner Rotweinerwartung einfach nicht entsprochen hat. Ne? Weil, Das merkt man oft bei Pinot. ja, weil Rotweinerwartung ist halt, wodurch das immer auch geprägt war, vielleicht wahrscheinlich am Ende durch irgendwelche Filme oder so, weil du dann diese tiefrote Farbe siehst, ja, und dann guckst du dir so einen Spätburgunder und Pinot an und dann denkst du dir, als ob der Wein nicht fertig wäre oder so, ja. Was ist denn hier passiert? What's that? Ja, und dann hast du das Gefühl, es ist so eine wässrige Geschichte, aber je mehr du dann tatsächlich dich mit dem Thema Wein beschäftigst, weißt du, glaube ich, auch einen Spätburgunder anders zu schätzen, ne? Weil er durch seine Pinot ist für mich Eleganz und so, ja, aber das ist... beautiful, beautiful. Syrah liebe ich auch. Also Syrah ist like für mich die, heutzutage nennt man das, I don't know, whatever, that is more the masculine complex grape. Yeah. Pinot is more the feminine complex grape. Wenn ich das sage. Es ist halt more elegant, Yeah. it's prettier. You can't say anything you want, so... Und yeah, well, you know, today's... Nah, don't... You always nah, gotta don't... worry, man. Yeah, Might offend somebody. nah, don't pay into that, because who cares? Those people who are too sensitive about everything, they're gonna be sensitive about anything anyway, so who gives a fuck? Aber für mich, ich würde sagen, von rote Sorte, Pinot ist my favorite und Syrah ist my favorite, also gleich. I love both, weil die sind beide sehr expressiv, was Terroir, also von wo die Rebstöcke überhaupt sitzen und so sind. Also ja, Syrah von Frankreich oder Syrah von der Barossa Valley in Australia oder Syrah from California. It's insane, wie anders die sind. Oder South Africa und Pinot, ach, ich meine Oregon Pinot, Washington State Pinot, ich meine Burgund, klar, aber kann ich mir fast nicht mehr leisten. Yeah. Das ist, was ich trinken will von Burgund. Aber da gibt es so viele geile Pinots auf der Welt, wo mit die Burgunder hängen, ja, komplex, deep, long-lived, ja, und die kosten halt Geld, 2000 Euro die Flasche, also ich meine, das kostet nicht alles, oder 500 Euro die Flasche. Also Ja, aber auch das, wir haben vorhin sage ich, wir haben das letzte Mal mit jemandem gesprochen, der nachhaltige Mode produziert, ja. Und ich habe ihn gefragt, was seiner Meinung nach ein Basic T-Shirt kosten muss, ja, damit man eben halt kein schlechtes Gewissen hat, weil dann das Produkt eben halt auch, weißt du, es hat ja... made fairly. Exactly, yeah, so then it doesn't have a certain price, yeah, so there should be like a price range for basic products and then usually, yeah, like nach oben sind keine Grenzen gesetzt, weil je nachdem, wie man das noch veredelt und verarbeitet, kann das alles immer teurer werden. Aber jetzt war für mich jetzt die Frage, wie sieht es bei Wein aus? Was denkst du jetzt zum Beispiel, weil guck mal, in Deutschland kannst du im Supermarkt Für 1,99 €. für 1,99 € eine Flasche Wein kaufen. So, aber es muss ja irgendwo, vielleicht auch um den Leuten zu erklären, dass der Bottom, also die Unterseite, wenn du halt Winzerprodukte haben willst, liegt deiner Meinung nach wo? Ich meine, die 1,99 €, ich meine, I don't know how they're doing it, aber it's halt Industry Wine. Ja, das ist Wein, it's treated mit allen Schönungsmitteln, wo du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Ja, das ist alles mit der Maschine geendet, ist alles drin und dann kommt die Aktivkohle, kommt wahrscheinlich, sind also Casein oder
PVPP und andere Schönungsmittel mit drauf, gets filtered to the finish. Ja, und dann ist es am Ende ist es geschliffenes. You know, the soul has been removed, but the body is still there, sozusagen. Und, you know, I mean, du brauchst halt nur in die Fleischindustrie zu gucken. Also, Ja. und ich meine, bei Traube tut es vielleicht nicht ganz so weh. Und deswegen, ja, 1,99 € für eine Flasche Wein. If it's made in a shitty way, doesn't matter. A shitty way, ich meine, es ist halt. Yeah, but €1.99. There's no more character left. No, it's not. But beside that, you know, everybody's talking about like sustainability and stuff like that, yeah. And then you see the statistics, yeah. In Germany, the average bottle of wine costs €2.79. It's crazy. The whole market. So you just This imagine, like, this is a catastrophe. how the fuck does that even like This is work? horrible, Like, just, you know, imagine you're paying for the bottle. Yeah, screw caps, the labels, the corks, Everything, yeah, and then the producer makes a profit and Der Winzer, der kriegt gar nichts mehr. ja gut, okay, aber selbst dran schuld. Aber okay, aber nur jetzt um ein Gefühl zu kriegen, was ist so die Untergrenze, die du für einen Wein ausgibst? Nicht die Obergrenze, die Untergrenze, wo du sagst, nee, sorry, aber ich kaufe keinen 3 € Wein oder so. I don't buy a lot of wine, weil ich Yeah. tausche viel. Ich habe a lot of friends in the industry. Aber wann ich jetzt kaufe, okay, you guys are gonna think. Na, dann habe ich dich. Ich habe Zeit lang, through my work in the US when I was a winemaker, I had an allowance. That's through the company, whereas habe ich jeden Monat habe ich $600 US. I could spend $600 on wine every month. And I mean, when you have an allowance to buy wine, and it was only for that. Ich habe nicht jetzt was anderes kaufen. So I was like, okay, well, we'll go buy a bottle of wine. I've got my allowance. Und da war ich dann natürlich, also ich habe nur Lagerweine getrunken. I mean, that's all I cared about. And it was awesome. I loved it. So what was the most expensive wine that you bought? Burgund, Clos de Vougeot, Meilleur Camusset. How much is that? Like €380. So Was it worth it? it was really good. I say no. Ich meine, ich habe auch schon das Glück gehabt, dass ich La Tâche mal probiert habe. Ja. Und it was for me very good. Aber ich habe schon also andere Weine, die mich tiefer Berührt haben, okay. You know, where I was just like, maybe it was also the expectation. I was like, okay, this is going to be blowing my mind. Und ich war zu analytisch, keine Ahnung. But I don't know. I mean, Kannst du denn überhaupt Wein als Ganzes genießen oder bist du, wenn du jetzt was trinkst, immer jemand, der quasi runterbricht und analysiert, oh, ist der Wein so gemacht, ist das so? Also ich habe Medienmanagement studiert und im Hauptstudium hatte ich ein bisschen Filmwissenschaften. Ne? Und wir haben angefangen, Filme von bestimmten Regisseuren zu gucken, um zu schauen, ob wir eine gewisse Handsprache, also eine like gewisse... the Coen brothers. Yeah, whatever. So they have like an own style to tell stories. Yeah. So when I realized then that I always like didn't watch a movie as a whole, but analyze it like on the go. So then I usually knew what was going to happen, like to a certain degree. Yeah. Yeah. But it really took me a little bit time to actually be able to turn that off in order to be able to enjoy a movie as a whole again. So how is it with you, like, you know, I say trying new wines? Are you always like in a not always. analytic mind? Ich bin analytisch am Anfang immer. When I'm sober still, I'm like, Okay. Und dann irgendwann, you know, that's the beauty about wine. At some point it loosens your train of thought. Okay. And then you just let it take you for the ride. You know what That's I mean? true, yeah. Und so, ich mache beides. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch jemand, und das ist, was wir auch in Davis lernen, wann ich Ensemblage mache, when I do wine tastings, I do it in the morning. Because that's when your taste buds are the sharpest. Ja,
Und ich bin dann meistens bei der Mittagszeit, I quit and I go back the next day and I start in the morning again, so from 9 to 12. Und für mich, das sind Momente, wo ich halt analytisch bin, ja. Aber wenn ich jetzt mit Freunden weg bin und eine geile Flasche aufmache, maybe the first glass, I'm like, nah, and then I let it take me. And you know, alcohol helps. Yeah, it's true. To do that. Yeah, definitely. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich auf der Pro Wein war, die Jungs haben mir immer, die Profis, und spucken aus. Ich, oh ja, das ist lecker. Oh nee, nichts ausspucken. Oh ja, das ist lecker. Und dann ab 12 Uhr hat mir eigentlich jeder Wein geschmeckt. Oh great, oh this is great stuff. I like this guy very much. Give me 12 cases, man. No, I don't buy there. I just try, and we retry everything when we are back in the office. But while you're there, it's like everything after 12 o'clock is just great. Gibt's irgendetwas, ich meine, jetzt bist du 40 Jahre alt, hast 2 Kinder. Gibt's denn noch irgendetwas, was du bereut hast, nicht zu tun? Was du noch tun würdest? Oh, for sure. Das sind viele Sachen, die I want to go to Hawaii. Just for, you know, a vacation. Just to have seen, okay. I want to bring the first grapes to the city. All right. Habe ich noch nicht gemacht. Okay. I want that But to this happen. is something that you want to do. I'm more talking about stuff that already like happened in the past, that you regret not having, like maybe taking the chance. You mean like where I missed the boat? Yeah, something like that. Is there something that you're like really regret not doing? No. I mean, that sounds. I mean, I always think because you have these dude, you guys are gonna think I'm crazy. Nah. But like, there's like multiverses. I always think about like in some other universe, I'm making wine in California. Yeah. I wonder what that Jonathan is looking like and what he's doing right now. Yeah. I don't regret anything. I'm having a blast, and you know, I mean, I wish I could say one thing. I wish I would have figured out a way to the last year that my dad was alive, to have spent a little bit more time with him, but you don't know these things. You know I'll drink to that. So stuff like that. If you could choose a superpower, what would yours be? One superpower. Because we had a discussion, because I said, but if I can be Superman, then I have multiple superpowers. They said, yeah, but you should choose one superpower. I was like, okay, I can do it. To have any superpower at whatever time. Oh no, man, that's a tough one. I don't even know if I'd be a good superhero. Nah, not for being a superhero, just like, because I think I talked to someone else, and at the end I thought flying makes sense. Yeah, well, I was gonna think about that. Make I was like, water flying. to wine. Yeah. It's been It's all done. It's already in the barrel. Not bad. Gibt's so irgendwie 3 Themen auf die Top 3 Dinge auf deiner Bucketlist? Yeah, I mean, I have some bucket lists. So, what are the I don't top? think, you know, it's crazy. Like, I haven't thought about all that stuff so much. Yeah, this is why I'm asking you. I mean, I'd like to get into like mountain climbing, but I almost feel like I'm getting old for that. Like, Yeah. Like Depends on which version, you know. like the long, dangerous, drawn out where you go up to like Really? Aconcagua. Yeah, really? Okay. You know, but I would be the first one to probably die. So like, I don't know if I want to do that. Like, you know, I can read the headline. Ami Pfalz dies on Aconcagua. Like, oh, son of a bitch. Let me see, bucket list. Yeah, I mean, climbing. I mean, I love nature, dude. I mean, in California, Lake Tahoe, it's freaking beautiful. Yosemite, beautiful. Big Sur, amazing. And people always say, like, what do you love about Europe? Europe has culture, has history, has ancient cities. It's full of personality. And the U.S. is, a lot of cities are like, meh, they're very boring. They could be anywhere, like Dallas or Little Rock. I mean, the Texas people might hate me now. But, I mean, San Francisco's pretty nice. But it's the nature in the U.S. that I miss the most. Like, all right. And so, like, that's why, like, I would say rock climbing, traveling. I mean, getting on, like a bus with my lady once the kids are out and just go travel. I could totally be a good, like, nomad. I could get a job, you know, anywhere, gardening, you know, something like that. It makes me happy. It doesn't have to be,
I would like to be more back to the roots sometimes. Does that make You know sense? what that That's like a tells bucket me? list. Yeah, but it tells me something that you actually are very happy with what you're doing right now, because it doesn't sound like you're missing something. Because bucket list usually is like some wish list that people have. I mean, I would like to. You know what a bucket list would be for me? I'd like to have dinner with very important political people who are would ruling be the that? world. Well, people who are in power now, or people who are gonna be in power. Like, I mean, like so that. they Are can hear you the are you voice- in the like process into that's happening politics? in the US right now? I mean, I'm into all of it, like the whole thing. Yeah. I mean, what's happening in the U.S. affects us here, and what happens here affects us here. Obviously, what happens in Russia. So then give affects me us your. I would, I want to have dinner with Trump, Putin, Angela Merkel, and the gang. That's a bucket list. You guys all come and sit down Angela and drink some Merkel and wine the together. gang. Well, and Barack Obama too. Yeah. Interesting dinner. And drink some Or a loud dinner. But without knives. Yeah. Yeah. But just be like, dude, guys, what's the what's going on? Like, why are we doing what we're doing? Like sometimes. Yeah. So. I would like to have a bucket dinner list. right now with Andrew Yang, because I watched something about Andrew Yang. Uh-huh. He's one of the candidates of the Democrats in the US. Okay. Pretty Nice. interesting stuff that he has there right there. I follow him. I have to check him out. I haven't followed him yet. Nah, you should, Okay. because Andrew I Yang. think I watched in Beto O'Rourke, all these guys. yeah, but Beto doesn't interest me anymore, because I did find him pretty interesting at the beginning. I don't know why I'm following the US politics, but it kind of is. important. Yeah, it is. And I don't know how it came to it that I know I watched a podcast. I know it sounds weird, but it's actually a podcast that has been videoed, and I watched it on YouTube. And he was the guest there, and like he talks about stuff that no one here and no one in the US talks about, which is actually something that is going to change our society, in a way that no one actually kind of. Technology? Yeah, that's it. Yeah, if you think about it, what it's they are doing crazy. in the US, like check out the supermarkets, You know what how many Amazon is jobs doing, are are going to disappearing? disappear. Yeah, Yeah, so that's what crazy. what are you going to do, like especially in the US, if like in 20 years or in 10 years, like 10 or 50 millions, a billion of people are like I agree. without. I totally what the like fuck is gonna go nobody happen? and nobody is ready for what's coming. It's coming, yeah, and it's coming way quicker than we expect. Well, Yeah. And here's the kicker: politicians are never quick at reacting. And they have no fucking clue, especially the ones in power right now. Because I thought so. The size politics. I just stuff like that interests me because I like having conversation with people who like I don't know if I can change their mind or anything like that, but I would at least like to sit down and if Just they say something, I can be like, and I would do it as respectfully as I could. Like, I don't agree with your reasoning here. I mean, let's, just sit down and talk with them and understand what the hell, train of thought. I mean, I know a lot of it's just influenced by money and most of it. And that's the unfortunate part about it. But there's politicians out there that care. Because that would have been one of our questions, like, wenn du dir eine Person deiner Wahl, egal ob lebendig oder tot, aussuchen dürftest, mit dem du eine Pulle Wein trinken könntest, um dich mal mit dem auszutauschen, wer wäre das? I know it's not hypothetical, but It's a tough one. I have to be able to understand, so it'd have to be German or English. nah, don't limit yourself. I would, maybe I would probably stick in the winemaking sphere. I don't know. I would, like to meet like somebody who's, been right at the beginning, like maybe a pioneer, like a Mondavi. But I read his book, but he's an interesting fellow. Yeah, all right. Like what he did coming from Italy to California and like just to hear a story from his mouth would be pretty sweet. I mean, I'm not crazy about like what's happened to the Mondavi image and the brand, and it's very, like it's a big company. They still have some wonderful wines.
But to maybe talk to somebody like that, just to, I don't know, get a deeper history, a bit more personal touch on like what it means to be an immigrant, right, into a new country, and then to build something so amazing as what I mean. And later, the project that he did with Baron Philippe de Rothschild and Opus One, you know, and just the visions that he had, and the courage that he had to maybe go after that, and just to kind of hear and see what it takes to even go for it. I think something like that. I mean, there's a lot of people. I mean, he's number one right now, but tomorrow morning I might wake up and be like, I forgot about this guy, you know what I mean? Yeah, never mind. But yeah, I think I'd like to talk to somebody like that, you know? I mean, politicians are always interesting. The thing is like people in power are interesting because they have power. Yeah. You know, and that's the reason why I would want to talk to them, so that they can see, you know, what regular people, our points of view, you know, and what the things that we deal with and have to go through daily life. And you know, they're pretty disattached from reality. I mean, they happen to plane fly here, they happen to plane fly there, and they're trying to solve the world's problems, and at the same time, you know, put money into the pockets of certain people, you know, and it's kind of a shitty balancing act. And I think it, you know. You should check out Andrew Yang. I will. Yeah. Check him out. I've got some other questions for you now. The quick question round. Wein oder Bier? During harvest, when I'm at the press, beer. And usually I'm drinking wine. Okay. Yeah. Adidas or Nike? Nike. I mean, come on, Colin Kaepernick, Nike is standing behind Kaepernick. Yeah, no worries. Hund oder Katze? Dog, Hund. Yeah. Okay. Stadt oder Land? Both. Can I say both? I like both. I mean, I just came from the land, and it's beautiful. I love nature, and I love the city. But on the other side, you're working on an urban winery. The urban winery project. Yeah. That's why I say both, because I want that natural. I want that production side. I want that to be in the city, and I'm also. I mean, I wish. I mean, technology is a big thing, but greener cities. Yeah, man, definitely. That's a huge thing. You know, like when I see, like, for example, what's happening on the Rudolfplatz, this big building that they're building. Like, there's no green thing. There's no concept of, you know, combining nature. Well, that's something that's missing in Germany entirely. Because if you check, like even Mainz hat so eine, weißt du bist mitten in der Stadt am Fluss und es gibt am Fluss eigentlich trotzdem keine schöne Ecke, an der du einfach dieses am Wasser sein genießen kannst, weil die alles zubetoniert haben. Und dann auch auf eine Art und Weise, dass du dann nirgendwo richtig cool chillen kannst, oder? Kannst du mit dem Fahrrad entlang fahren, super, aber der Rest ist einfach zubetoniert. Also du hast wirklich, Natur ist total so im Grunde genommen und es müsste das Thema entstehen. Es müsste halt natürlicher sein und nicht so eingefärbt. Gardens in the city. Wherever, ja. Das ist für mich ein riesiges Ding. Und deswegen ist für mich, I mean, this is kind of my goal. I want natures and cities to be synonymous. I want a natural city. I want trees. I want gardens. Ich will auch, dass mal ein Traktor durchfährt. Okay, Vinyl oder Spotify? I'm on Spotify. Ja. Strand oder Berge? Oh, shit. Okay. Strand. Strand. Goddamn. Sonntagabend Tatort oder Netflix? Netflix. Yeah. What's your favorite TV show? Like of all times? Of all time. Just give me one. Seinfeld. Really? I love Seinfeld. Seinfeld is like an over-exaggeration of the little, you know, things in social human worlds. Yeah, because I think he funktioniert nicht in Deutsch. No, it does. I think he said it like in a beautiful way, because I think he said it's a TV show about nothing and everything. It's about nothing and everything. Exactly. Because it's not a special topic, but
but it's those things that keep us like. Sometimes hilarious. Yeah, it is. Hilarious. Aber, Krass. aber im gleichen Fall weiß ich viele Leute, die I don't get it. I don't Ja, aber Seinfeld und auch die ganzen anderen Sitcoms funktionieren für mich so. Ich habe sie ja mal auch auf Deutsch geguckt, ja, früher. Und da hat das für mich auch nicht so funktioniert. Erst als ich angefangen habe, das auf Englisch zu gucken, war das auch eine komplett andere Welt. Und alles, aber wirklich alles, also alle Charaktere, die Charaktertiefe und so bekommt eine ganz andere Bedeutung. Und deswegen verstehe ich das jetzt absolut. Schwitzen oder frieren? Schwitzen. Ah. Kochen oder bestellen? Hold on. The reason why schwitzen Yeah. is because it can be cold outside and du kannst immer noch schwitzen. You know what I mean? Yeah, but I like the Snowboarding? cold. Yeah, I like the cold because gegen die Kälte kannst du dich anziehen, aber gegen die Hitze kannst du dich nicht ausziehen. Aber es ist auch ziemlich cool, wenn du 11 Uhr abends in the Flipflops und a Tanktop und ein T-Shirt um 10 Uhr, 11 Uhr abends. Nee, also wir waren ja jetzt vor kurzem irgendwie in der Sonne. Nee, ich mag's lieber kalt. Okay, sorry. No. Kochen oder bestellen? Mittlerweile mehr kochen, früher war es definitiv bestellen. Chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. Chaotisch, okay. Winter oder Sommer? See, the thing is, I like snowboarding. I Yeah. love snowboarding, but I've been getting into surfing lately too. Oh, okay. I'm not very good at surfing. I'm better at snowboarding. Aber die Kids, they like the beach a little bit more. Well, all right, okay. Und wenn die Kinder glücklicher, Ja. so I'm gonna go with the beach. Okay. Fitnessstudio oder Joggen im Wald? Joggen im Wald. Nachteule oder Frühaufsteher? Nachteule. Ja? Yeah, definitely. So, Friends in the family. yeah. Ich bin eher jemand, ich meine, jetzt in die Erntezeit haben wir zwar so um 7 Uhr angefangen, aber I was sluggish and tired und dann abends, so Mitternacht, wenn ich dann fertig war, I was alert, awake und ich merke, dass ich like ein langsamer Antrieb, I have a slow engine and Yeah. when it gets going, it's hard to turn it off. Ja, und I'm always thinking. Yeah. Like how many hours of sleep do you need per night? I'd like to get 7. Yeah? Yeah, 7's Alright. nice. Okay. It's perfect. But with how many can you deal with? I could go on 5. Yeah, all right, okay. It's 4 and 6. 4 and 6? Alright, so. Kaffee oder Red Bull? Kaffee. Yeah? Yeah, I hate Red Bull. Yeah, I hate that shit too. Yeah. Alright. Du trinkst ja auch viel Wein und so, ne? Ja. Kriegst du oft einen Kater, wenn du zu viel getrunken hast? No, thank God. Also bei mir ist eigentlich nur so, wenn ich zu viel getrunken habe, dann bin ich eher einfach nur sehr slow mentally. Ja. Am nächsten Tag war ich so ein bisschen like, okay, what did I do? Why am I standing at the cupboard again? Okay, ja. Und hast du ein Katerrezept, also irgendwas, um dagegen zu tun? Water, man. Water, ich meine, ja. viele schlucken noch Magnesium-Zeugs, aber ich trinke einfach Wasser. Und meistens mache ich das auch schon, bevor ich ins Bett gehe. Okay, Ja, hydrate free. Big old, so, Pfälzer Doppelglas. Voll mit Wasser und ab. Und dann ins Bett. Super. Gut, dann Das ist eine Hangover-Story. Suff-Story, yeah, gell? Stimmt, du wirst ja sowas haben. Oh man. Tell us your best Drunk night out ever. Yeah. Oh man. There's quite a few. That's what I thought. I think the best. I mean, it's like goes from Weinfest in the Pfalz to being in Vegas and things like that. I mean, one of the best. Is that the story, like Weinfest No, from? God. That's Ich hab gedacht, let's go to Vegas. Hangover fängt bei ihm in der Pfalz an, auf dem Fest und endet dann in Vegas. Das wäre natürlich auch geil. So, the best party night ever. I mean, I'm gonna have to just tip my hat. It's very cheesy, conventional, but it was definitely probably Las Vegas. Weil ein Kumpel von mir, wir hatten alle so
$200. I was like, this is my limit. I'm not gonna spend more than $200. Und du kannst you can drink for free while you're gambling. Yeah. And I was at the roulette table, and I was just, pounding my beers and cocktails or whatever. And then my $200 were gone. I was like, fuck, it's over. And then my buddy Vinny, he and his brother Hilton, funny names, I know. Yeah. Well, Hilton lost his $200, and Vinny, he's like, guys, I won $8,000. Oh, fuck. And he's like, you guys want to party? And we fucking partied all night. Like, I mean, we're like doing the whole limos, going to clubs, and buying the most expensive shit. $8,000. What did you do? He was playing the dice craps. Okay. Yeah. I don't get that. I don't get that too. It's like you have numbers 1 through 12. Yeah. And I think if you bet 2 through 6 or 8 through 11, those are like individual bets. And you can bet 1 time on 12 and 1 time on 1. Anyways, you can constantly win money when somebody's rolling dice. And as long as they don't ever roll a 7, if you're betting on these other numbers, and you're 7 just making money. And when somebody rolls the 7, they crap out, and all the money and all those numbers goes. And you lose that. Because 7 goes to the bank. Yeah. All right. And you can also bet on 7, which is a high 12 and 2. Sorry, 1. 12 and 2 Yeah. are also high dollar bets. So you can only bet once, and they pay big. I don't know how he did it, but he's like, guys, I got 8,000. I've been to the US several times, and we had some events in Detroit. Oh, Detroit fucking horrified me. It's getting better. San Diego was great. It was the first city ever that I saw in the US, and I thought, that's not too bad. Yeah, Detroit's pretty Yeah, and Detroit was the next city, and it was like the opposite. I was like, fuck. It's a ghost town. Yeah, it is, yeah. But then on the other side of the river, I went in Canada, in Windsor, I went to Caesar's Palace. So what I did always, like I took $100 and I went to the roulette table and lost. Yeah, of course. I mean, that's what I did. But the thing in roulette is, the reason why I went to the roulette table is like I could play here the longest and drink as much because the drinks are free. Like, and that's what they want. And then the drunker you get, the stupider you get. Yeah, it's true. I'm just gonna put it on 20. Let's see what happens. Yeah, you know, I took part at a Texas Hold'em tournament. That's a bucket list thing. But you know what happened? I was like so disciplined the whole fucking time. I made it to the final table, and the last 6 places are like money, and I quit my but you know what? Because I left my strategy and I started doing stupid shit. But until then, I kind of kept my strategy, and it worked out very well. Just you know, like Started bluffing more. No, not. I think I did a stupid move and set all in a situation where I didn't have to, and then you ran against pocket aces, kings, bam, and that's it. And I was like, fucking idiot. Yeah, but that was that's great. For me. So like, I would love to do a Texas. Because that's the reason why I didn't choose the next. Because I've been 3 times in a row in Detroit, and the first night was roulette. And I was like, fuck, roulette. It's just like 10 seconds and it was gone. Yeah, and I said, no, I'm gonna do something else. But that's a game I play with my friends a lot in the U.S. So like I said, I fly back every year, and the cool thing is like my brother and my sister, they both live in Virginia. Like my brother lives in Sterling and my sister in Alexandria. And all my friends, I mean, I grew up on the East Coast, Virginia, and a lot of my friends still live in the Washington, D.C. area. And so like when I'm down there, like we always get together. We either go bowling or we do like a Texas Hold'em tournament. Great. Like that. So it's always good times. And that's the stuff like when people ask me like if I miss something about the U.S., like the nature, and then certain things like barbecuing on Sunday and watching NFL football. I mean, we do that here too. It's just we do that too. Yeah. So, but Jonathan? Hey man. It was great meeting you. Nice Thank you for your time. Dankeschön. Sorry. Umso mehr ich trinke, spreche ich mehr Englisch. Alles gut. Checkt aus. Also wenn ihr mal in Köln seid, checkt out. In der Körnerstraße. 20. Körnerstraße 20 in Köln. Wenn ihr mal in Köln seid, besucht die Jungs.
geiles Zeug, cooler Typ, wie ihr seht. Viel Spaß und war wirklich sehr schön, dich kennenzulernen. Thanks, und man. Rock'n'Roll, You too. check out. Freut mich.